Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Der US-Western Totem, im Original mit dem Titel Day of the Evil Gun aus dem Jahr 1968, kommt in einer Spielzeit von 95 Minuten daher und wurde hauptsächlich im Bundesstaat Durango in Mexiko gedreht. Er handelt von einem Mann, Lon Warfield, der nach 3 Jahren Abwesenheit zu Heim und Hof zurückkehrt, nur um seine Ranch in Trümmern vorzufinden. Er trifft dort auch auf seinen Nachbarn Owen Forbes, der ihm erklärt, dass es einen Apachenüberfall gab, in dessen Zuge Warfields Frau und beide Kinder verschleppt wurden. Eine Verfolgung der Apachen hat zu nichts geführt und nun liegt es an Warfield, die Verfolgung der Apachen aufzunehmen, um seine Frau und seine beiden Kinder zurückzuholen. Er wird aber dabei verfolgt und hat im Schlepptau seinen Nachbarn Owen Forbes, denn was Warfield zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass dieser seine Frau Angie bereits umworben hat. Eine Heirat stand im Raum, denn man hielt ihn eigentlich für tot. Und so ist es nicht nur die Bedrohung durch die Apachen, sondern auch die stetige Anspannung zwischen den beiden Charakteren, die vielleicht die größere Bedrohung darstellt. Totem aus dem Jahr 1968, wie erwähnt, ist eine MGM-Produktion, eine eher Low-Budget-Produktion, die ursprünglich erstmal fürs TV vorgesehen war, dann aber in Amerika auch im Kino gelandet ist. Wir haben in den Hauptrollen Glenn Ford als Lorne Warfield, wir haben Arthur Kennedy als seine Nachbarn Owen Forbes. Wir haben in der Regie Jerry Thorpe, den man eigentlich hauptsächlich vorher und nachher ja, eher für TV-Produktionen in Verbindung bringt. Und wir haben für die Kamera W. Wallace Kelly und für die Musik war Jeff Alexander zuständig. Der Film ist eigentlich hauptsächlich im Fokus beider Charaktere. Wir haben Warfield und wir haben Forbes, aber wird hauptsächlich geschildert aus der Sicht von Warfields Charakter, was auch, da komme ich später noch dazu, auch eine weitere Bedeutung hat. So sehen wir in erster Linie zwei Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben zum einen Warfields Charakter, über den wir nichts erfahren, was er in den letzten 3 Jahren eigentlich gemacht hat, aber sich jetzt nur als Killer, als Söldner verdingt hat oder als Revolverheld. Was wir aber am Anfang des Films schon mitbekommen, in der ersten Szene ist, als Warfield in seiner Heimatstadt ankommt, dass er dort aufgefordert, von einem jungen Pistolero zum Duell aufgefordert wird, dieses ablehnt. Und so ist es auch im weiteren Verlaufe des Films, dass der Charakter von Warfield immer mehr friedfertiger wird mit zulaufender Spiellänge, während der eigentlich sein Nachbar Owen Forbes, der ursprünglich im Film erstmal ein einfacher Farmer, ein einfacher Rancher ist, der eher pazifistisch daherkommt, im Laufe des Films immer mehr zum Killer mutiert, während er in einen Strudel der Gewalt eingesaugt wird. Bei Fords Charakter Warfield ist es sogar so, dass ich mir im Nachhinein nicht mal mehr sicher bin, ob er im Laufe des Films irgendjemand erschießt. Kommt zwar öfters zu feindseligen Situationen, aber ich bin mir selber nicht mehr sicher. Auch ein Indiz dafür für die Entwicklung des Charakters. Aber dazu müsste man jetzt den Film auch nochmal anschauen, muss ich gestehen. Der Film selbst ist eigentlich aufgebaut wie eine kleine Mini-Odyssee. Er wirkt sehr episodenhaft. Man kommt halt von Situation A, dann kommt man zu Situation B und jedes dieses Ereignisse, auf die man trifft oder auf die Charaktere, Situationen, man agiert darauf. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was genau ist, aber ist an sich vielleicht episodenhaft, ja, es wirkt ein bisschen so wie Ereignis der Woche, aber man baut immer so eine kleine Überraschung ein, dass das Ganze irgendwie für den Zuschauer auch entsprechend interessant bleibt. Der Film hat durchaus eine Ähnlichkeit und das liegt jetzt aber eigentlich in der Natur des Inhalts. Es gibt eigentlich kaum eine Western-Hintergrundstory, die älter ist als Weiße werden von Indianern verschleppt. Wir haben hier die ganz großen Vorbilder, sagen wir mal der Schwarze Falke mit John Wayne. Wir haben aber auch Filme wie Zwei Ritten zusammen mit James Stewart und Richard Widmark, die man hier zum Beispiel ansetzen kann. Ja, da sind Ähnlichkeiten vorhanden und trotzdem ist Totem
noch eigenständig genug, gerade durch die beiden Darsteller, die Interaktion der beiden, dass der Film nicht als reines Rip-Off anzusehen ist. Der Film schielt in vielen Situationen, jetzt sind wir aber eigentlich schon beim anderen Thema, der Film ist zwar low budget, er hat auch insgesamt von den Szenen, sagen wir vom Szenenbild, eine eigenartige Weise. Die Kamera wirkt im Film oft manchmal wackelig, oft auch irgendwie Schräglagen der Kamera. Es ist nicht unbedingt der schönst gefilmte Western, den ich je gesehen habe. Da kommt er nicht in Frage dafür. Aber okay, es ist Stilmittel, würde ich jetzt mal sagen. Damit muss man halt dann leben. Er schielt, wie ich schon angefangen habe, ein bisschen in die Richtung Italo-Western, auch in Richtung Sergio Leone. Das ist im Jahr 1968 wahrscheinlich nicht von der Hand zu verweisen. Für eine Handvoll Dollar war schon längst ein Riesenhit hier in Europa. Und da hat man sich wahrscheinlich auch ein bisschen schon versucht anzulehnen. Es gibt durchaus Figuren im Film, die vorkommen, die dieses typische Italo-Western-Muster haben. Viele Grauzonen und ja, ist wahrscheinlich ein bisschen gewollt gewesen. Also denke ich jetzt mal. In den Nebenrollen, und wenn wir schon dabei sind, haben wir eigentlich nur meines Erachtens zwei wirklich entscheidende Charaktere, die zu erwähnen wären. Wir haben einmal einen John Anderson als Captain Jefferson Addis in einer Episode, in einer dieser Situationen, in denen die beiden Hauptcharaktere auf einen Trupp Kavallerie treffen, der seine Rolle recht überzeugend spielt, auch eben auch mich sehr stark an die eine oder andere Figur aus einem Italo-Western erinnert. Und dann haben wir noch einen Dean Jagger als Jimmy Noble. Jimmy Noble heißt er und Noble ist er. Ja, auch eine interessante Figur, ein Händler, der wohl erstmal anmutet, eher verrückt zu sein, mit dem dann Warfields Charakter eine kleinere Diskussion führt. Also es ist auch, finde ich, gut gespielt von Jagger, kann man durchgehen lassen. Die restlichen Figuren im Film sind relativ austauschbar. Sie dienen ihrem Zweck, aber mehr auch nicht. Ohne dass man jetzt sagen muss, manche Szenen sind auch zu kurz, als dass ein Charakter sich ausbreiten könnte, also gerade bei diesem episodenhaften Aufbau des Films, aber die meisten Darsteller können einfach in der vielleicht zu kurzen Zeit einfach nicht genügend auftrumpfen, um markant zu wirken und um irgendwie ihre Position festzumachen. Wir haben im Film auch leider, muss man sagen, das, was mir auch ein bisschen gestört hat, einige Szenen, einige Reitszenen mit Rückprojektion. Das ist eigentlich eher echt große Schande für den Film, denn gerade Glenn Ford war berühmt, ein berühmter Reiter, der wirklich hervorragend war. Und sowas dann im Film zu verwenden, das ist schon eine Schmach. Also das hat mich jetzt eher negativ gestimmt hier. Naja, man weiß nicht warum, man musste vielleicht Kosten sparen. Wie gesagt, der Film war low budget und es ist keine große Produktion, aber hier hat man meines Erachtens am falschen Ende gespart. Da muss man doch gerade was den Hauptdarsteller angeht und Glenn Ford ist hier die große Hausnummer, hätte man solche Vorzüge einfach ausspielen müssen. Naja, die Indianer im Film leider, wie so oft, bleiben relativ gesichtslos. Sie dienen als Bedrohung, aber es gibt nicht wirklich irgendwie einen hervortretenden Charakter. Man sieht auch nicht wirklich ihren Point of View, warum sie so agieren. Sie wirken manchmal, sie tauchen auf wie Ninjas und sind dann wieder plötzlich weg. Es ist nicht ganz eindeutig, auf was sie eigentlich raus wollen. Man erfährt in einer der episodenhaften Situationen kurz, dass es wohl einen Überfall auf einen Militärkonvoi gegeben hat, bei dem die Indianer eben eine größere Menge an Militärgold oder Geld in Scheinen erbeuten konnten, wobei die Indianer mit sowas bekanntlich nichts anfangen können. Man vermutet dann eben aus der Situation heraus, dass sie es vielleicht zum Eintauschen verwenden wollen, aber
weitere Informationen bringt der Film nicht hervor zu diesem Thema, was eben durchaus daran liegen könnte, dass wir in dem Film, was ich schon gesagt habe, öfter der Film aus der Sicht von Glenn Fords Charakter geschildert wird und aus dessen Sicht vielleicht der Hintergrund hier nicht so eindeutig wichtig wäre. Will das jetzt hier nicht in Schutz nehmen, dafür, dass die Indianer hier so im Prinzip nur Mittel zum Zweck sind, aber es mag sein, dass es daran liegt. Das Finale des Films halte ich jetzt eher für eine Schwäche des Films. Das Finale kommt sehr sprunghaft und schnell und wird auch schnell abgehandelt. Es ist, es funktioniert, es ist zweckmäßig inszeniert, das ist in Ordnung. Auch die Bildführung hat mir hier kurz gefallen, aber auch hier wieder das ganze Ende des Films ist so aufgebaut, dass wir eigentlich nur die Sichtweise hauptsächlich aus der Sicht von Ford sehen, Fords Charakter Warfield, und so vieles in der Nachlese uns eigentlich vorenthalten bleibt. Auch über was es mit seiner Frau Angie auf sich hat und ja, will jetzt nicht zu viel, wegen Spoilergrund nicht zu viel sagen, aber hier ist Ende der Film abrupt und wir bekommen nicht auf alles Antworten, was der Film zuvor vielleicht aufgebaut hat. Nicht groß aufgebaut, aber er stellt Fragen in den Raum. Es gibt ja auch die grundsätzliche Frage, wir haben hier zwei Charaktere, wir haben zum einen den Ehemann von Angie, Warfield, und wir haben zum anderen den Nachbarn, der sich aber in der Abwesenheit von Warfield 3 Jahre um die Ehefrau gekümmert hat. Wer hat jetzt hier wenn man von Ansprüchen sprechen kann bei einer Person, wer hat hier aber die höheren Ansprüche, wer ist zumindest mehr im Recht, diese Frage beantwortet der Film nicht. Und es bleibt auch bis zum Schluss unbeantwortet offen. Nun, Totem, für mich ein bisschen ein schwieriger Film. Ich bin ein großer Fan von Glenn Ford. Das ist ein Schauspieler, der immer abgeliefert hat, der immer großartig gespielt hat, der auch mittelprächtige Filme immer noch eine Ebene nach oben hieven konnte. Und ähnlich verhält es sich nämlich auch hier bei Totem, dass der Film an sich eher Durchschnitt ist. Nicht nur, nicht weil er ein Rip-Off von Der Schwarze Falke oder Zwei Retten zusammen ist, sondern auch in seiner Machart jetzt nicht originell genug ist. Unterhaltsam, ja, aber nicht originell genug. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden, aber es ist, ja, ich würde ihn eher als ein bisschen durchschnittlich sehen, aber durch die Performance von Glenn Ford, der den Film wirklich hier auch hochhieft, noch auf eine höhere Ebene, aber auch von Arthur Kennedy, großer Schauspieler, großer alteingesessener Darsteller, der eben auch seine Rolle hervorzüglich spielt. Die beiden machen den Film eigentlich für mich aus. Und dafür würde ich dann auch sagen, gebe ich dem Film dann auch 6,5 von 10 möglichen Punkten. Ich denke, das ist noch gerechtfertigt und würde sagen, für Freunde eines soliden Westerns, da kann man doch mal ein Auge riskieren, wenn ihr den Film noch nicht kennt. Oder gerne mal auch noch mal anschauen. So, das war's dann von meiner Seite schon wieder. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und denkt dran, immer wieder mal zwischendrin einen guten Film anzuschauen. Bis dann, ciao.